Heute zeigen wir euch unsere Cerarock Wandverkleidung. So könnt ihr schnell und ohne großen Aufwand euer Bad neu gestalten. Auf geht's! Ja, herzlich willkommen bei Planeo. Ich bin André und wir sind hier heute wieder in so einem ganz kleinen, kuscheligen Badezimmer. Möchten hier aber mal diese interessanten blauen Fliesen, die wir hier haben, wieder ein bisschen hübsch machen. Die ganze Decke, der Fußboden, alles wird hier rundum erneuert. Wir werden nachher kommen, um die Wände zu bekleben und um den Fußboden zu verlegen. An die Wände kommt hier ein richtig schönes Dekor von unserer Cerarock. Das ist eine Wandverkleidung, die werden wir hier an die Wand kleben nachher in Großformatplatten. Das wird sehr interessant. Und auf dem Fußboden kommt dann nachher ein Fischgrät. Hier ist das wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht nachher, wenn das erstmal fertig ist, wie das aussieht. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Es wird sehr interessant. Deswegen bleibt dran. Und ja, ich würde sagen, wir lassen erstmal den Kunden hier was machen und dann sehen wir uns wieder. Es sind einige Sachen passiert und jetzt kommen wir und werden jetzt hier unsere Wandverkleidung erstmal anbringen und gehen dann immer so von oben nach unten. Erstmal Wandverkleidung, nachher Fußboden. Wir fangen einfach erstmal an. Wir nehmen euch Schritt für Schritt mit und dann schauen wir mal, wie es wird. Wird interessant. Bleibt dran. Erste Platte. Der Jonas war da ganz schlau und sagt, Mensch, die erste Platte machen wir hier hin. Warum? Die sind ungefähr 1,17, meine ich, sind die in der Breite. Wenn wir hier 1,17 von unserer Ecke messen, dann kommen wir zwar hier schön fast bis zur Dusche. Das Blöde ist aber, wir kämen dann hier so runter, dann hätten wir hier so einen ganz kleinen Zipfel dran und der droht halt immer schnell abzubrechen. Deswegen, weil wir sowieso 2 Platten brauchen und die Naht in Anführungsstrichen egal ist, werden wir hier die erste Platte machen und dann haben wir hier ein vernünftiges Stück, was schön Stabilität hat und halt nachher da das andere Stück. Abdichtung ist ja hier schon fertig. Da verlinken wir euch mal das Video oben. Guckt euch das mal an wegen Abdichtung, worauf man achten muss und so weiter. Erklären wir da alles ganz genau. Ansonsten natürlich auch WhatsApp-Service, wisst ihr ja. Einfach uns schreiben, wir helfen euch da gerne weiter. Hier die 1,17, da sind wir hier. Ich habe ja einmal oben unten die 117 gemessen. Das hier ist mein Strich, den ich von unten hochgezogen habe. Und wenn ich mir den hier richtig in Waage hinhalte, dann sehe ich schon, von diesem Strich zu den da oben, da ist ein bisschen Luft. Das heißt, wir werden unten wahrscheinlich ein bisschen was abschneiden müssen. Wenn ihr einen Laser habt, dann ist natürlich ein Laser echt praktisch. Habe ich jetzt gerade nicht mit. Schön sich auf 1,17 hier den Strich machen und dann kann man immer schön an den Strich messen und gucken, ob man irgendwo was nachschneiden muss. Ne? Das ist erstmal ein gutes Maß, 20,5. Ne? Laut Verlegeranleitung ist es immer so zu arbeiten, wir haben ja ein Nut- und Federsystem, also Nut und Feder steckt sich da ineinander rein und man soll es halt so machen, dass immer die Feder vorhanden ist und man die Nut in die Feder steckt. Das heißt, wir werden hier in der Ecke die Nutseite haben. Die Nutseite werden wir ein bisschen wegnehmen, damit wir hier die Federseite haben und dann gleich bei der zweiten Platte die Nut in die Feder stecken. Wenn jetzt die Platte zum Beispiel oben oder unten schief ist, oder die Decke oder der Boden, und wir messen einfach nur die Länge jetzt, dann kann es halt sein, dass wir uns halt total versägen. Deswegen brauchen wir irgendwo eine gerade Linie, von der wir ausgehen. Ich habe das jetzt hier so gemacht, ich habe das schon mal so ein bisschen vorbereitet. Ich habe von der Ecke oben 1 Meter runter gemessen, habe mir hier einen Strich gemacht. Bei genau 1 Meter. Bin dann hier nach Wasserwaage hier rüber gegangen, habe mir auch einen Strich gemacht. Diesen Strich quasi, den werden wir nachher auf der großen Platte übernehmen. Und weiß jetzt, okay, hier ist mein Referenzpunkt, nach oben in die Ecke, das ist genau 1 Meter. Und von diesem Punkt nach unten sind das dann 1,44,5 Meter. So, das weiß ich jetzt. Okay, das kann ich nachher auch genau auf meiner Platte dann so übertragen. Jetzt bin ich ja hier schön in Wasserwaage rübergegangen. Und damit wir jetzt gucken können, habe ich jetzt von dem geraden Strich nochmal nach oben gemessen. Da sind wir jetzt nicht mehr bei 1 Meter, sondern schon bei 1,5 Meter. Und das gleiche machen wir dann auch nach unten und nehmen uns da das Maß. Denn wenn die Platte mal angenommen irgendwie so ist, also wenn das die Fläche ist, die wir brauchen, aber wir unsere Platte jetzt einfach nur die Länge ganz normal messen und würden das auf unsere gerade Platte übertragen, dann wäre ja einmal nachher hier Luft und einmal nachher da Luft. Und dann hätten wir sie ja, ein bisschen übertrieben gesagt, bringt uns das nichts. Das heißt, wir brauchen eine gerade
eine gerade Kante, die genau gerade ist, wovon wir dann nach oben und unten wegmessen, damit wir auch zum Beispiel das Trapez jetzt in diesem Fall uns ausmessen können. Ne? Ich hoffe, das war so ein bisschen verständlich. Das werden wir auch hier jetzt mit der Handkreissäge machen. Mit der Handkreissäge hat man halt einen schönen sauberen Schnitt. Oder, das werden wir euch später auch noch mal zeigen, sagt der Hersteller auch selber, dass man das mit dem Cutter wie bei Vinyl anritzt und durchbricht. Für denjenigen, der sich vielleicht gerade direkt aufregen mag, ja, mit der Tauchsäge, nicht mit der Handkreissäge. Die Platte selber ist 4 mm stark. Das heißt, ich gehe jetzt da meine 5-6 mm rein, dass ich hier gerade durchsäge in meine Holzplatte. Vom Sägeblatt her könnt ihr ruhig ein bisschen gröberes Sägeblatt nehmen, nicht zu fein. Bei zu feinen Sägeblättern manchmal setze ich dann das Sägeblatt zu, also die Zähne. Ich säge es jetzt auch von unten, dass das oben nicht ausreißt. Bei Kunststoff ist das ja meistens gar nicht das Problem. Trotzdem gehen wir hier auf Nummer sicher. So, 244,5, der glaube ich dann da. Siehst du, was ich noch sagen wollte? Wir benutzen meistens ein Diamantsägeblatt für solche Belege, weil dann können wir auch meistens alles schneiden, ob das jetzt Strongwall ist oder ob das ein anderes Vinyl ist oder andere Kunststoffplatten. Ist aber natürlich auch dementsprechend teuer. Wenn ihr euch ein Sägeblatt holen wollt für eure Tauchsäge, ich würde jetzt nicht zu grob nehmen, aber auch nicht zu fein. Also wahrscheinlich ja, so um die Mitte 30 bis 40 Zähne ungefähr. Wenn es ein bisschen über 40 ist, auch nicht so schlimm. Aber jetzt nicht irgendwie mit, keine Ahnung, 60, 70 Zähnen anfangen oder sowas. Das muss nicht sein. Zu grob, den kann es halt auch wieder ausreißen. Ne? Deswegen bleibt er so ein bisschen bei Mitte 30 bis Mitte 40, sag ich mal. Das reicht aus. Die Platte passt schon gar nicht schlecht. Und wie man hier auch sieht, wir haben ja hier erst unseren Strich an der Wand gemacht mit dem Meter. Und das passt hier auch schon wunderbar. Wir werden hier hinten die Wand jetzt noch ein bisschen nachschneiden. Hier oben ist er jetzt ganz dran. Hier unten würde er theoretisch noch ein bisschen rangehen. Ne? Das sehen wir jetzt auch da an der Ecke. Hier fehlt es noch so ein bisschen. Wir werden jetzt hier so ein kleines bisschen noch den rechts absägen, sodass wir ihn ein bisschen weiter rüber geschoben kriegen. Ich nehme zum Beispiel jetzt den Zollstock, mache hier so 2 Lamellen. Das reicht mir, was ich an Luft haben möchte. Und dann nehme ich das immer als Anschlag für meinen Bleistift. So. Und ne, dieser Knick hier in der Fliese, den macht der Zollstock halt auch mit. Dann habe ich den Knick hier auch. Ich werde jetzt Kleber angeben und dann können wir es auch schon direkt handrücken. Ne? Ich bin hier bei einem guten Freund und das Coole ist, der hat sich so eine elektrische Kartuschenpresse geholt, extra für mich. Finde ich natürlich super. Vielen Dank, Johannes. Ich werde die auch gleich mal testen mit unserem Hesokol MS60 Montagekleber. Und laut Hersteller ungefähr alle 10 cm Kleberstreifen machen. Auf dem Bild sind die hier quer. Ich weiß nicht warum, ich mag das nicht. Ich werde das längs machen. Ich glaube, das ist der Platte letztendlich auch egal. Macht das, wie ihr wollt. Chef, ich möchte auch so ein Ding, ja. Musst du sagen, bist du effizienter, bist du schneller? Ich bin wesentlich schneller. Du hast ja gesehen, wie schnell hier dieser Kleber aufgetragen wurde. Das heißt, und kein Tennisarm mehr. Das Ding ist gar nicht so schwer, wie ich dachte. Und dann nie wieder Tennisarm. Und dann, ja komm, nie wieder will ich es auch nicht sagen. Okay, passt nie wieder. Ja. Es ist Vorbeugen gegen Tennisarm. Leer. Ja. Machen wir auf 3. Dann gucken wir einmal hier. Die Platte ist ja soweit dran. Jetzt möglichst gleichmäßig randrücken. Ich mache das ganz gerne mit der Wasserwaage, weil wenn ich jetzt hier nur mit den Händen drücke, dann kann es halt dementsprechend beulig sein. Ne? Deswegen versucht das gleichmäßig schön mit Druck. Mit der Wasserwaage, da bleibt das gerade. Und dann ein bisschen schräg ist auch und dabei nicht verkehrt. Hier jetzt vielleicht nicht groß wundern, das war so gewünscht, weil der Bauherr selber nachher dabei geht
und sich das hier mit so kleinen Magneten dann festmacht, ne? Dass man das so reinklipsen kann und wieder auch rausholen kann, dass man hier gucken kann wegen der Uhr. Kann man natürlich auch anders lösen, dass man nur diesen Kreis nimmt, sich dann eine Abdeckung holt oder was auch immer. Da müsst ihr selber sehen bei euch. Hier ist es halt so gewünscht, dass man das hier nachher wieder vorklipsen kann mit Magnete und dann ist es größtenteils verschwunden. Hier auch beim Kleberauftragen passt ein bisschen auf, dass ihr nicht zu nah an die Kante hier geht, denn ihr wollt ja gleich die Nut hier noch reinschieben. Und wenn der Kleber schon an der Seite hier rausquillt und ihr macht, keine Ahnung, Pause oder macht jetzt morgen weiter, der Kleber wird da hart, dann kriegt ihr das dann nachher nicht mehr reingeschoben. Generell zum Material wollte ich noch mal eben sagen. Wir haben ja hier einen Kunststoffbelag, das heißt, der ist 100% wasserfest. Könnt ihr in der Dusche bei euch verbauen, natürlich auch außerhalb der Dusche, alles gar kein Problem. In der Dusche ist ganz wichtig, wenn ihr da Fugen habt, dass ihr auch die Fugen immer mit Kleber versieht. Wir zeigen euch das hier nachher einmal, wie das genau dann aussehen muss. Aber das ist ganz wichtig, weil sonst ist das ganze System nicht wasserdicht. Und wenn dann hier eine Fuge ist und ihr duscht schön und die Feuchtigkeit, die fließt da immer schön rein und ihr habt nachher unten und oben versiegelt, ja, dann sammelt das Wasser dahinter. Ansonsten gibt es das in kleinen Platten, 60 x 1,20 oder auch in diesen großen Platten 1,17 x 2,80. Das ist schon ziemlich groß. 2,80 natürlich besonders cool, weil man eigentlich die meisten Badezimmer damit von ganz unten bis ganz oben abgedeckt kriegt. Ne? Dieses Dekor hier, was ich hier habe, das gibt es jetzt nur in groß. Wir haben auch andere Farben, die gibt es nachher nur in klein und nicht in groß. Wir haben von den großen, meine ich, 5 Farben und von der kleineren Sorte haben wir 10 oder 11 Farben. Deswegen guckt mal bei uns im Shop, was wir da anbieten. Da seht ihr das ganz genau. Nennt sich Cera Rock mit C, Cera und dann Cera Rock, der Stein. Und ja, es gibt ein bisschen verschiedene Oberflächen. Hier ist das so ein bisschen, ich sag mal, Synchronprägung mäßig. Das heißt, wenn ihr das jetzt hier so ein bisschen seht, hier sind so kleine Vertiefungen manchmal und die spüre ich auch. Das ist halt ganz cool. Macht das natürlich sehr echt, sag ich mal. Als wenn man hier wirklich eine Betonwand hat, die sich auch so ganz leicht betonmäßig halt anfühlt. Ne? Wir haben aber auch noch andere Oberflächen. Guckt euch das mal an. Manche sind so ein bisschen geriffelt, andere sind wirklich glatt. Hier ist das so ein bisschen strukturiert durch diese Synchronprägung, die man da hat. Aber ansonsten richtig schöne Farbe auch. Das wird hier nachher klasse aussehen mit dem Klebevinyl nachher und dann oben der hellen Decke. Das wird super. Erste Platte ist ja soweit dran. Jetzt machen wir hier die andere. Hier ist natürlich der Vorteil, dass wir das jetzt hier als gerade Kante haben. Und zumindest in der Breite werden wir jetzt oben messen, Mitte messen, unten messen und dann den von der Breite zuschneiden. Das ist ja schon mal ganz einfach. Genau 92 und wir wollen hier ein bisschen Luft haben. 91,5. Ist es jetzt 91,5? Das heißt, hier werden wir auf 91 gehen. Wir machen erstmal mit Pappe da eben hin. Wenn ihr jetzt bei euch das in der Dusche klebt und ihr habt da eine Naht, dann muss ja auch diese Naht mit Kleber versehen werden. Und dazu würdet ihr hier auf der Nutseite, diese längere Lippe, die ihr habt, hier würdet ihr den Kleber angeben. Also Spitze hier rauf, hier den Kleber angeben, möglichst so, dass nichts auf der Oberfläche ist, sondern wirklich nur hier im unteren Bereich. Und dann, wenn hier der Kleber drauf ist, dann reindrücken in die Feder. Und dadurch ist es dann nachher auch wasserdicht. Ja, jetzt müssen wir irgendwie versuchen, das Ding da reinzudrücken. Ne? Oh, einfach durchs Loch getroffen, obwohl ich nicht gezielt habe. Das ist für ein Fachmann, ey. Der hat ja richtig drauf. Ja, wir sind jetzt hier an der Außenecke angekommen. Wir werden das bei uns folgendermaßen machen mit dieser Schiene.
Wenn ihr generell Möglichkeiten sehen wollt, wir verlinken euch mal das Video hier irgendwo oben in der Ecke wahrscheinlich, in der Infobox. Guckt da mal euch das Video extra an, da stellen wir verschiedene Möglichkeiten vor. Hier werden wir es jetzt mit dieser Schiene machen. Das heißt, hier ist es so, dass man auch genau an diese Schiene ranarbeiten muss. Das ist aber für uns gar kein Problem. Das heißt, hier kleben wir uns gleich diesen Winkel schön hier auf die Ecke. Und dann müssen wir ja hier hinten sowieso ein bisschen Luft lassen, genauso wie hier auch. Das heißt, wir schneiden uns dann diese Platten hier zu und können die auch richtig schön an diese Schiene randrücken. Für heute war es das erstmal. Eine Außenecke fertig, diese Wand und die Dusche soweit. Morgen fummeln wir uns denn hier mit dem Fenster zurecht und so. Aber klappt ganz gut soweit. Aber so, erstmal bis morgen. Für heute war es das dann. Ciao. So, mein Lieber. Zack, klack, klack, klack. Und angefasst und rausgetragen. Was ist denn da? So, 82,5. Meine Rolle hier hat nicht 10 cm, aber es hilft uns trotzdem gleich diese Kurve hier schön, die hier so schön nachzuzeichnen. Als Anhaltspunkte. G-on-S. Ja. Lenny Schiss. Jetzt ist es für uns wichtig, wir haben hier die Rohre von der Heizung. Und ja, wir könnten jetzt natürlich auch Wasser abstellen, die Ventile hier, das alles abdrehen, damit wir die Platte hier drauf geschoben kriegen. Weil jetzt müssten wir so ein riesen Loch bohren, damit wir das hier irgendwie rübergeschoben kriegen und dann haben wir halt hier so ein riesen Loch. Das wollen wir natürlich nicht. Jetzt haben wir, wie gesagt, diese beiden Möglichkeiten. Entweder das alles abbauen, Wasser ablassen und so weiter. Wollen wir aber nicht. Wir werden das jetzt so machen, dass wir irgendwo hier in diesem Bereich der Rohre einfach unsere Längsnaht machen. Und ich sage, ich mache die Naht einfach hier. Nur mal als Beispiel. Dann würde ich ja, würde das Loch nachher so aussehen, dann habe ich hier meine Rundung, dann sieht das so aus und so. Das ist natürlich auch Pommes, weil durch diese kleine Öffnung kriege ich ja das hier nicht raufgeschoben. Macht die Naht einfach hier in der Mitte. In der Mitte des Rohres hier. Und dann können wir die eine Platte hier ausklinken und die andere Platte da ausklinken. Und dann stecken wir uns da schön zusammen und dann sieht es gut aus. 78. Wir machen bei beiden 78. So.
mir gar nichts. Ich weiß hier ganz genau. Oh. Meine Fresse da. Geil! Oh. Blöde. So. Bah. Ich will noch mal ganz kurz ein bisschen was zum Fenster hier sagen. Bei Fensterbänken müsst ihr halt so ein bisschen schauen. Wir verkleiden das ja jetzt. Normalerweise ist eine Fensterbank immer so, dass sie, wenn hier das Fenster ist, dass halt die Fensterbank übertrieben gesehen jetzt so ist, damit Wasser, wenn sie jetzt so wäre, die Fensterbank, würde das Wasser ja immer zum Fenster hinlaufen. Deswegen sind Fensterbänke eigentlich so minimal eingebaut, dass wenn da Wasser drauf ist, dass es möglichst nach vorne wegläuft, nicht nach hinten in die Ecke. Und das nächste ist auch hier, dass wir an der Seite, dass die Leibung hier nicht gerade ist, sondern schräg. Man sieht das hier, glaube ich, ganz gut. Das läuft wie so. Eigentlich wäre hier so der rechte Winkel und das läuft hier halt schräg. Und das wollen wir so ein bisschen übernehmen. Deswegen haben wir uns die Schiene dafür so ein bisschen zugeschnitten. Eigentlich habt ihr diesen Winkel. Hier sind so zwei Schenkel dran und hier oben ist dann die Deckschiene. Und ich habe das jetzt einfach so gemacht, mit der Flex ganz einfach, das ist gar kein Problem, dass ich mir den einen Winkel jetzt hier entfernt habe. Und jetzt sieht die Schiene halt von vorne gesehen quasi so aus. Könnte ich hier bei diesen Schienen auch ganz einfach machen. Die sind aus Aluminium, das ist gar kein Problem. Einmal mit der Flex lang, den Rest könnt ihr den auch ein bisschen abknicken. Aber so haben wir jetzt die Möglichkeit, dass ich diesen hier, zack, hier schön reinstecken kann. Und wenn ich jetzt diesen rechten Winkel hätte, so wie es bei dieser Schiene hier ist, dann würde wahrscheinlich diese Schiene hier so weit vorstehen, weil ich ja diesen kleinen Schenkel habe und dann habe ich auch da in dieser Schräge einmal so einen Knick. Das möchten wir alles nicht. Wir wollen da gleich schön Freiheit haben beim Kleben. So habe ich keinen Schenkel, der im Weg ist und jetzt kann ich gleich hier diese Platte vernünftig auch in dieser Schräge daran kleben. Ne? Die setzen wir dann hier auch gleich rein. Zack. Das haben wir schon soweit zugeschnitten. Das heißt hier diese Gärung, das ist ja das, was man nachher sieht. Ne, das möglichst versuchen schön sauber zu schneiden. Hier ist noch ein bisschen Bleistiftstrich drauf. Das machen wir natürlich ab. Und jetzt werden wir gleich erstmal diese Schiene hier festkleben und die Fensterbank unten. So, warum mache ich nicht jetzt erst die Schienen und dann die Fläche rein? Erstmal aufgrund der Schräge und wegen diesem Band hier hinten ist es halt so, wenn ich das schon alles fertig machen würde mit den Schienen, dann kriege ich die Platte hier nicht mehr richtig reingewinkelt, weil die ja hier so ein bisschen vorsteht, die Schiene, und dann wäre das alles ein bisschen zu problematisch. Deswegen immer ein bisschen einfach machen. Wir werden jetzt erst diese untere Schiene festmachen mit der Platte hier drin. Dann kann ich die hier von vorne wunderbar reinschieben. Ich habe genug Luft, sodass ich ein bisschen ausjonglieren kann und das alles richtig hinschiebe. So. Und dann werden wir erst die Seite machen und dann halt oben. Beim Kleber auftragen so ein bisschen darauf achten, dass ihr jetzt hier nicht zu weit hier irgendwie rüberschmiert, weil das drückt dann ja alles raus. Das muss nicht sein. Es reicht, wenn wir den Kleber jetzt hier eingeben und auch beim Reinlegen so ein bisschen darauf achten, dass ihr das nicht zu doll nach draußen, wenn da ein bisschen was nach draußen schmiert, ist auch nicht schlimm, ne? Aber versucht so ein bisschen das so zu machen, dass ihr da nicht noch wieder groß schrubben müsst. Und was hier ganz wichtig ist, versucht möglichst nicht auf dem Träger den Kleber anzugeben, sondern immer vor dem Träger. Je nachdem, wie stark ihr auch den Kleber auftragt, kann es halt sein, dass es nachher zu dick ist und dann guckt die Platte über diese Schiene vor. Das wollen wir natürlich nicht, das zeige ich euch mal eben. Übertrieben gesehen so aussehen können. Ja, dann würde das hier noch vorstehen. Ich sag mal so, meistens sieht man das dann in dem, was dann nachher so aussieht. Ich habe dann hier so eine Kante, weil der Kleber auf dem Träger selber halt zu dick ist. Deswegen passt da ein bisschen auf, macht das nicht. Geht lieber immer vor dem Träger, dann habt ihr noch so 1-2 mm mehr Spiel. Und dann passt das nachher auch, ne?
Der ist ja riesig. Heftig. Ich riesen Nasenlöcher, wenn ich... Ja, es ist ein bisschen Zeit vergangen. Wir haben den Kunden hier ein paar Sachen aufhängen lassen, damit es auch noch ein bisschen schöner aussieht. Der Heizkörper hängt hier, die Dusche ist alles fertig, hier hängt ein Spiegel, Toilette ist angebaut. Jetzt, wo es fertig ist, sieht es wirklich sehr, sehr schön aus. Bei der Wand habe ich erst gedacht, ist vielleicht ein bisschen heftig, wenn man das ganze kleine Bad alles in dieser Farbe macht. Aber ich muss sagen, es sieht wirklich gut aus. Und im Gegensatz zu vorher sieht es wirklich Premium aus, muss ich sagen. Auch zum Fußboden passt dieser Wandbelag wunderbar. Apropos Fußboden, haben wir auch noch mal ein Video. Einfach mal hier oben rechts, oben links. Einfach mal schauen, da verlinken wir euch das, wie wir hier den Fußboden legen mit dem Fischgrätmuster. Und erst dachte ich auch beim Fußboden, kleine Fläche, Fischgrätoptik ist ein bisschen zu wenig. Aber es sieht in der Kombination wirklich gut aus. Insgesamt würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bestellt euch mal ein paar Muster. Guckt mal bei euch. Vielleicht habt ihr auch ein kleines Bad, was ihr so verschönern könnt. Das sieht wirklich gut aus. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Alter, ist das. Das ist hier so warm.